Hey Leute und willkommen zum Unboxing von Foundations of Metropolis. In diesem faszinierenden Städtebauspiel werdet ihr zum Architekten eurer eigenen Metropole. Und wer am Ende nach 3 Jahren die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Ja, bei dieser Spielebox hatte ich jetzt die längste Öffnungszeit ever, um die Box zu öffnen. Also es hat jetzt hier ziemlich genau 15 Sekunden gedauert. Ich habe jetzt am Ende auch noch ein bisschen Hilfe bekommen, damit es etwas schneller geht, aber die Male danach, die ich das geöffnet habe, ging es dann etwas schneller. Also keine Sorge dazu. Wir werden direkt mit der Spielanleitung begrüßt und in ein paar Tagen werde ich auch ein Regelerklärvideo hochladen. Also schön abonnieren. Und hier sind die Münzen, die wir brauchen, um Grundstücke zu kaufen, um diese Gebäude zu platzieren, die in das doppellagige Spielertableau hier reinkommen. Was sehr praktisch ist, weil dann bleiben die Gebäudeplättchen sicher bei allen. Als nächstes kommt das Grundstücksbett, bei dem man dann die Grundstücke kaufen kann und sieht, wie viel man für die Grundstücke jeweils zahlt und wie die unterschiedlichen Jahre gewertet werden. Natürlich brauchen wir auch ein Wertungstableau, bei dem wir unsere Siegpunkte und unsere Einwohnerzahl tracken können, mit jeweils einem Würfel auf dem doppellagigen Spielbrett. Einlagig, aber dadurch nicht weniger wichtig, ist das Städtetableau, das Herzstück vom Spiel. Weil die Spieler um die Plätze kämpfen und wollen, dass die viele Plätze nebeneinander haben, um größere Gebäude zu bauen. Bei 3 Spieler haben wir die hellgraue Seite und bei 4 Spieler die dunkelgraue Seite. Und bei 2 Spieler können wir auch das Bett umdrehen und haben dafür eine übersichtliche Ansicht vom Spiel. Was ich sehr cool finde, ist, dass die unterschiedlichen Farben auch unterschiedliche Formen haben bei den Markern, sodass man mit Farbsichtschwäche auch da sehr gut klarkommt. Das sind die Gebäudekarte, die man sich kaufen muss, um sich Baurecht auf den Städteplan zu kaufen. Was ich loben finde, ist, dass es auch eine Symbolübersicht gibt. Finde ich immer super, das parat zu haben, damit man beim Fragen nicht im Regelheft blättern muss, sondern das direkt parat hat. Auf der anderen Seite der Spielerhilfe sieht man, was man in seinem Zug machen kann. Ich würde sagen, die Kartenqualität ist ausreichend. Man mischt das Deck ja nur am Anfang vom Spiel und sonst werden ja nur Karten gezogen. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr mit weniger als 4 Spieler spielt, ist, dass die Karten jetzt alphabetisch sortiert sind und nicht nach Spieleranzahl. Das heißt, ihr müsst dann die Karten entfernen, die auf den 4 Spieler sind, oder wenn ihr nur zu zweit spielt, auch die Karten entfernen, auf denen 3 Spieler draufsteht. Jetzt packen wir die Spielertableaus aus, da ist Geld ganz oben, und was ich bei den Spielertableaus auch gut finde, ist, dass die Plättchen nicht nur sehr gut halten, sondern auch an den Seiten jeweils kleine Lücken sind, damit man auch gut die Plättchen rausnehmen kann, wenn man sie braucht. Und jetzt kommen wir zum Füllen des Playerboards und zum Glück habe ich halt das Video hier als Beweis. Also die Münzen waren ja auch das, was wir als erstes gesehen haben, und ich habe mich jetzt auch gewundert im Nachhinein, warum jetzt Gelb ganz unten ist, obwohl Gelb ganz oben war bei dem Playerboard. Aber da, in dem Moment, als ich das aufgenommen habe, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht und habe die halt so reingelegt, wie sie sollten so. Und das große Rechte kommt in das große rechte Loch und so weiter. Ich habe mich so etwas gefühlt wie mit diesem Square-Hole-Meme. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich den nicht richtig rein platziert habe, weil die Schablone nicht richtig herum war anscheinend. Ihr müsst darauf achten, dass die Symbole, die ihr abdeckt, auch auf euer Plättchen drauf sind. Aber wenn das einmal geschafft ist, ist es echt super, wie das Ding die Sachen festhält und alles sicher da ist, wo es sein sollte. Und dann habe ich am Ende nochmal gesehen, dass die nochmal anders so müssen, was ich halt gar nicht verstanden habe, weil von der Produktion und vom Stanzen her müsste das ja egal sein, weil das dieselbe Form ist. Aber man hätte das halt einmal nochmal umdrehen müssen. Dann hätte das geklappt, aber die Vierer oben und unten wären auch falsch gewesen. Also das hätte das auch nicht gefixt. Aber sonst bin ich mit dem Inlay mega zufrieden. Tolles Ding, tolle Packung, tolles Spiel.